Herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Und wir stehen jetzt hier mit dem Tino. Du hast hier einen Camper? Celebration von Cleverens. Also was mir so direkt gestern ins Auge gesprungen ist, ist dieser wunderschöne Boden, der hier unten verlegt ist. Also das ist echt schick. Das ist PVC-Boden, aber halt in Schiffsoptik gehalten. Das macht den kleinen Raum schön länglich. Sieht wirklich sehr schön aus. Hier habt ihr dann die Sitzecke, die Stühle kann man logischerweise rumklappen. Hier geht relativ einfach. Einmal nach unten drücken, rumdrehen. Das haben wir dann mal schön hier runtergeschoben. Dann schön zum Rausziehen, den Tisch jetzt für uns. Halt, unser Mittel, ja. Schön hier ran. So saß dann jetzt der Junior eigentlich hier oder dann hier drüben schön dran und die Frau jetzt hier. Wie gesagt, man kann locker zu viert sitzen. Und wenn man es jetzt wirklich mal drauf anlegt, würde hier zum Beispiel auch noch mal ein Kinderstühlchen ranpassen für die erste Zeit. Schönes Fenster hier vorne und Vollisolierung, ne? Genau. Also es isoliert ist er. Dann, was ich bei dem Modell, was mich auch mit überzeugt hat, ist, er hat halt hier wunderbare schöne Rollos. Ne? Ja. Und die auch von außen mit Isolierung dran, dass die Sonne nicht so rein kann. Ist so ein bisschen abgedämmt, ne? Dass Genau. hier jetzt nicht unbedingt jeder reingucken kann. Passt jetzt auch von der Farbe, schwarz mit schwarzen Fenstern, getönten. Das geht über, fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, dass es ein Camper ist. Dann hast du hier was ganz, ganz Tolles. Das wird besonders die Maria erfreuen. Ja. Ein Kühlschrank, der von beiden Seiten aufgeht. Ja. Unglaublich. Ob du draußen oder drinnen stehst, du Ja. kommst immer an dein Bier. Da kann man zack machen und zack machen Und zack, genau. und zack machen. Genau. zack. Und da hat man direkt eine Freizeitbeschäftigung technisch für Männer auf dem Campingplatz. Dann hier die Kochzeile. Genau, hier haben wir unsere Kochzeile mit kleinen Waschbecken. Für unsere Zwecke voll ausreichend, weil wir sind 99% eh auf dem Zeltplatz, daher gibt es eh. Und für den kleinen Tellerchen zum Frühstück reicht das allemal immer noch aus. Genauso hier einfach nur 2 Flammen Kochfeld, aber im Gegensatz zu den vorhergehenden haben sie jetzt wieder ordentlichen Rost drin. Und vor allem habt ihr auch dieses Extra, was die Maria auch so liebt, dass ihr wirklich das Kochfeld direkt hier abwaschen könnt und es ist mit dem Waschbecken verbunden. Also du kannst es halt direkt hier ausspülen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Wir haben viele Wohnwagen gesehen, wo das eben nicht so ist. Mit PET-Zünder. PET-Zündung, ja. Wie gesagt, wir haben jetzt den Kühlschrank vorne, weil wir uns für die durchgehende Sichtachse entschieden haben, was relativ selten ist. Die meisten in dem Modell Celebration haben den Kühlschrank hier. Hat natürlich den Nachteil, dass wir jetzt hier vorne wesentlich kleinere Fächer haben. Also wir haben wirklich bloß so ein kleines Fach. Aber wie man halt sagt, wir sind oft auf Campingplätzen eher unterwegs und da brauchst du jetzt nicht so die Masse. Ne? Eine schöne Holzoptik, so hell. Hat was. Und es fühlt sich auch von der Struktur her schön an. Ja, ist eine schöne Haptik oben. Ja. Oben, das ist HBL-Platte, das soll ein bisschen kratzresistent sein. Wir werden uns in ein Jahr noch mal unterhalten, Genau. wie es da ist. Ansonsten finde ich halt hier durchgehende Schränke auch bis hinter. Die Dusche hat halt den massiven Vorteil, dass die Kinder nicht aufs Klo gehen können, weil die Magneten so schwer sind, dass sie die Tür nicht aufkriegen. Ist jetzt Duschen drin, ohne Vorhang, ohne irgendwas. Das war mir auch wichtig. Will ich umbauen. Wenn ich schon mal sage, ich will mal doch mal Haare abspülen oder die Frau, dass wir dann sagen können, okay, ich will jetzt nicht erst noch 20 Vorhänge umdüdeln und irgendwelche Sachen umschwenken, sondern rein kurz. Wie gesagt, Rest ist Campingplatz. Eine Tedford, genau. Aber das Waschbecken sieht wirklich schön aus. Also es ist wirklich auch abnehmbar, ne? Ja, dass du Dusche oben hast. Ah, super. Also ist vor allem auch geräumig für einen Van. Ich passe rein. Ich eine bin weiß Gott Vantoilette? nicht der Schlankeste. Ja, das kann ich jetzt von mir auch nie behaupten, dass ich das bin. Aber wenn ich jetzt Da hier so kommt auch sitze, die durchgehende Sichtachse wieder zur Geltung. Weißt du, der eine dicke Kräfte rein, der andere geht mit dem Bauch hier oben drüber und schon passt man auch aneinander dran vorbei. Van Tetris. Ne? Ja. Genau. Hier oben drüber kann auch einer schlafen. Genau, ich habe hier noch haben wir ja ein Aufstelldach, da wir ja zu viert sein werden. Ja. Ich mache euch das gerne mal auf. Ich finde da oben am schönsten das Dachzelt halt eben. Das ist auch schon sehr gemütlich. Da schläfst du immer drin, oder? Einmal habe ich unten geschlafen, als es geregnet hatte. Und dann habe ich heute mal oben geschlafen. Also, Und ansonsten Camping. finde ich gut. Ach, und dann gibst du ihm einfach einen Kick nach oben. Cool. Und das ist natürlich ein verstärktes Dach entsprechend. Genau. Normalerweise ist da A, der Sohnemann oben und B, selbst wenn, ist es ja das Standarddach vom Automobil unten drunter und eine Wanne bloß draufgeklebt. Ja. Also auf solchen Dächern ist manchmal viel Last drauf, wenn man manchmal die Bauautos guckt. Ja. Demzufolge gehe ich davon aus, dass es locker auch Mama und Papa zusammen aushalten könnte. Ja. Und der Tino weiß, wovon er spricht. Er ist ja hier, du kommst ja aus der Metallbranche.
Genau. Und wie kam es zu der Entscheidung, sich jetzt doch diesen Van zu holen? Du hast ja gesagt, du hattest vorher einen Wohnwagen, ne? Einen Queck? Nee, also als Kind habe ich im Queck gelebt mit. Genau dasselbe wie bei dir. Ah, okay, ja. Und da hatten meine Eltern an der Koba einen. Und ich wollte immer wieder zurück. Wir hatten schon vor Corona uns schon mal einen angeguckt und eigentlich auch mit Ausstelldach und dann immer wieder geguckt, was macht man denn, was ist denn. Und dann kam noch die Preisentwicklung jetzt dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt oder nie, billiger werden sie nicht. Das ist wahr, ja. Ich sehe schon hier eine Truma hast du Genau, wir haben hier eine Truma. und eine Bettheizung. Hast du schon 6DE. gesagt, dass die Truma unter deinem Bett liegt? Genau, wir haben jetzt hier den Vorteil, dass wir hier einen Kasten haben, der ist leer als Stauraum. Die Truma ist hinten verbaut, hat zwei Vorteile, wie gesagt, A, der Staukasten und B, geht die Heizung nicht aus, wenn ich das Fenster aufmache. Ah ja, okay. Und dadurch ist auch drin das Bettwort warm. Ich muss gestehen, noch nie in einem Van geschlafen. Absolut, nee, noch nie. Aber ist schnucklig hier. Und ihr schlaft dann so hier, ne? Genau. Was hat das Bett für Maße? Also das ist 1,96 mal 1,40 und oben ist 1,30, glaube ich, aber da müsste ich jetzt lügen, machen mal 2,10. Hat die Truma eine Klimatronik oder musst du das irgendwie nachregeln? Hat die Temperatursensor? Temperatursensor, der regelt sich. Das ist ja wie gesagt eine 6DE. Das heißt also, wie hier auf dem Campingplatz ist es so, dass mir bis 1,8 kW heizt die mit Strom. Den Rest mit Gas oder rein elektrisch, wie jetzt tagsüber, wenn du sagst, es sind so 15 Grad, jetzt ein bisschen, reicht das locker aus, die 1,8 kW, um das warm zu halten oder auch nur aus warmem Wasser, entweder mit Gas oder Strom zu machen. Besonders gut gefällt mir eigentlich meine Außensteckdose noch mit, weil ich habe den Stromanschluss auf der Seite und mein Vorzelt auf hier. Damit kann ich meinen Grill und meine Kühlbox alles außen mit benutzen. Das ist so der Highlight neben der durchgehenden Sichtachse. Also das war wirklich für mich das Kaufkriterium. Das können wir uns ja mal kurz draußen angucken. Ah, hier hast du alles. Gas, TV, Genau, Wasser. Wasser, Gasanschluss, Das ist fürs Grillen natürlich super. genau, Ja. guten Grill und Strom wie Fernsehen Ein- und Ausgang. Also ich brauche keine feste Satellitenschüssel unten. Ich habe meinen Eingang hier mit in der Dose. Zusätzlich schönes Schiebefenster für den Ventilator, wenn es wieder mal nach Italien geht. Ja, wie sieht es eigentlich mit der Belüftung da oben aus? Also du kannst das dann ganz normal aufziehen. Ich ziehe den hier auf und mache dann hier vorne, da wo das Schwarze ist, das sind die Fliegengitter, da kannst du normal aufmachen. Ah, okay. Und wenn da zu ist, habe ich oben noch die kleine 40x40 Schraube direkt oben in dem. Ah, ich sehe es schon, da oben ist noch eine Dachhaube ganz oben drauf. Ja. Für das ganz leise sein, das Kind hat das schon wunderbar immer ausprobiert. Auf dem Campingplatz. Die Zuziehhilfe. Wie gesagt, ich hatte vorher ja selber einen selbst ausgebauten Jumper gehabt. Und da hat man das halt schon gemerkt, da war keine Isolierung, keine Zuziehhilfe. Das war dann schon laut, wo man sich manchmal schon unwohl gefühlt hat gegenüber den Kollegen auf dem Campingplatz. LED-Beleuchtung unten drunter, da saßen wir gestern schon drunter bei einem kühlen Bier. Jetzt erzähl noch mal, wie es zu der Farbe Schwarz gekommen ist. Die Farbe Schwarz war ja eigentlich mehr oder weniger Zufall. Ich war, wie gesagt, in Düsseldorf auf der Messe, habe die Verkäuferin gefunden, habe dann gesagt, okay, auf das und das möchte ich. Das und das haben wir uns dann angeguckt. Die hat sich wirklich trotz dem Messebetrieb da schon sehr viel Zeit genommen, also muss ich ehrlich sagen. Nicht so 0815 Abfertigung, komm her und unterschreib. Wirklich Autos angeguckt, wo man sagt, okay, zum Vergleichen, was ist jetzt was. Dann kam der Chef nochmal mit, ja, was machen wir denn? Ich sage, prinzipiell wäre mir Farbe eigentlich egal. Und dann sagt der Chef zu mir, ich kann dir so und so machen. Ja, wir wollen jetzt mal keine Zahlen nennen, aber es hat sich zumindest gerechnet zu sagen, okay, ich nehme ein Auto, was auf dem Hof steht. Das hatte schon schwarzes Fahrwerk, Chassis und ein schwarzes Dach drauf. Okay, habe ich gesagt, nehme ich auch. Schwarz ist was Interessantes. Ich habe auch da im Auge schon für mich gehabt, die Möbel hell, außen dunkel. Das könnte ein richtig schöner Kontrast werden. Und ja, so ist es dann halt auch gekommen. Ne? Und ich bereue es ehrlich gesagt nicht. Ja, klar, es kann ein bisschen wärmer werden, aber eigentlich sind die Autos gut isoliert. Tino, ich danke dir für die Vorstellung von deinem Fahrzeug. Nicht zu danken, gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Reise mit deiner erweiterten Familie. Wenn ihr dann bald zukünftig zu viert seid, lasst ein Abo da, Leute die Glocke, wenn ihr das cool fandet. Wir sehen uns demnächst auf dem Campingplatz. Mach's gut. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Hauptsache los.